das Ladegerät von meinem Gamepad, was ich gleich nutze für Genshin. Nebenbei, hi. Guten Abend. Allerseits. Allerseits, die nicht da sind. Oder halt guten Tag für die Leute, die es halt in YouTube gucken. Habe ich jetzt mein zweites Handy. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Ich habe alles hier außer mein fucking zweites Handy. Es ist so mein Scheiß. Okay. Hey, es gibt Leute, die haben kein zweites Handy. Ja, das ist mir auch bewusst. Es tut mir leid, dass ich immer wieder so in Anführungszeichen flexe. Aber das kommt nur mal zustande, wenn du jahrelang Kunde bei einem Handyanbieter bist, also bei einem Handynetzanbieter bist. So. Und bei denen Abo-Verträge abschließt, wo nun mal auch ein Handy dabei ist. Dann sammelst du nun mal ein größeres Sammelsurium an Handys an. Ja. In meinem Falle sind es halt nun mal eigentlich 3. Nur, dass das zweite davon mir geklaut wurde. Kurz nachdem ich es bekommen habe. Gut, streng genommen habe ich auch ein zweites Handy, aber das benutze ich halt überhaupt nicht mehr. Man muss gestehen, mein altes Z nutze ich so gar nicht mehr tatsächlich, weil das auch schon ziemlich im Arsch ist. Nee, mein Z5 ist das sogar, glaube ich. Hat sich der Akku auch schon inzwischen mal gemeldet. Meldet sich immer noch, ist ziemlich aufgebläht, das Ding. Liegt einfach nur noch tot auf dem Schreibtisch rum. Ich kann die Rückplatte schon abnehmen. Weil der Akku ist ein bisschen dicker geworden mal. Handy ist halt komplett tot. Ich könnte es theoretisch noch verwenden. Aber ich mache es nicht. So, wie dem auch sei, ich hole eben mein zweites Handy. Was anscheinend echt nicht hier liegt. Warum habe ich... Egal. Ich suche mal eben das zweite Handy. In der Zwischenzeit gleich mal das Preview laufen hier. Ja. Hallo? Twitch-App? Don't be such a loser. Und bei Diffuser, na gut, das war jetzt ein schlechter Scherz. Ja. Bis die gleich. Bis gleich. Irgendwas hat gescheppert, ich weiß aber nicht was. Ach, ich habe die ganze Steckerleiste runtergeschoben. Profi am Werk. Damen und Herren. Profi am Werk. Komm wieder ran am Meter hier. Doch, der Schleider hier oben. Tut mir aufrichtig leid, auch wenn du gerne da unten bist, aber ich brauche leider hier oben. Der weit links gerade. Das ist alles nur für den Effekt der Kamera. Hallo! Willkommen zurück. So, du wolltest mir in Discord die Dinge zeigen wahrscheinlich. Ja, dann kannst du währenddessen, wenn du mal gerade ein paar Blicke hinwirfst, sehen, wo die neuen Bauwerke sind. Das ist auf Wireless, das ist gut. Da verbrate ich kein Datenvolumen, das teuer ist in diesem Falle. Weil Prepaid-Vertrag denkt sich so, ja, Datenvolumen ist ein kostbares Gut. Immer. Bei meinem Haupthandy nicht. Überhaupt nicht. Ich weiß. Ich meine, gut, ich bezahle auch. Nee. Weil ich zugeben muss, beide Verträge zusammen ist schon teuer. Halt Hausanschluss plus Fernsehen plus Handy. Vertrag. Ohne Handy. War mir bei Vodafone tatsächlich diesmal wichtig, weil ich keinen Bock auf die neuen Modelle habe. So null und nichtig. Ja. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, okay, neue Textchat im Sprachkanälen. Ja, alles klar, danke, nerv mich nicht. Brauche ich nicht, ich rede mit der Person, bei der ich gerade zuschaue. Halt's Maul jetzt. Discord, don't be such an asshole. So, dann packen wir das Kabel einmal rum und machen mit dir das, was ich mit Max mal gemacht habe, was er gestreamt hat. Komm, kriegst du auch mal ein Bild von. Weil ich nutze mal wieder die guten alten Funktionen meiner Tastatur. Mhm. Einmal bitte an
Den werten Frozen Mayor würde ich gerne ein Bild schicken. Was war davon? Frozen ist gerade nämlich zu meinem 4. Bildschirm mutiert, der zwar sehr klein ist, aber... trotzdem ganz cool. Ich meine, man kann sie ja in meinem Kanal, also in meiner Kanalbeschreibung lesen. Ich habe eine Logitech G910 und die hat, auch wenn das echt eine dumme Spielerei ist, aber einen ARX-Control, also ARX-Control, Holder. So nennt sich das Ding. Ah, Entschuldigung, es heißt ARX Dock. So viel dazu. Was im Endeffekt einfach nur ein Handyhalter eingebaut ist in die Tastatur. That's it. Natürlich könnte ich, wobei das muss ich mal kurz gucken, ob das wirklich geht. Tastatur, komm mal hoch. Nein, ich habe keinen extra USB-Slot an dieser Tastatur, das heißt, ich könnte natürlich kein Ladekabel oder Dockingkabel oder sowas anschließen. Natürlich nicht. Auch in dem ARX Dock habe ich nichts drin. Es ist legit einfach nur ein Handyhalter. So 0815 Handyhalter, wie du ihn halt kennst. Wo man halt sein Handy reinstellen kann, um Videos zu gucken. Zum Beispiel. Oder ähnliches. So simpel ist das Ding. Mehr ist das nicht. Aber es ist für solche Sachen tatsächlich super. So! Streamtitel sagtet, es wird Zeit, die Karte aufzudecken, alle Sachen hier so ein bisschen mal freizuschalten hier in Sumeru. Und genau dies tun wir jetzt, aber erstmal krallen wir uns hier den Baum mit den Dämmerfrüchten. Wie habe ich es jetzt geschafft, die Eichhörnchen aufzuscheuchen? Ach ja, richtig, ich habe mit Eva den Baum angegriffen. Ja, was kann ich denn hier untersuchen? Apfel und Weißkohl, let's go. So. Da hinten ist ein Schiffsdock. Auch wenn ich nicht so ganz nachvollziehen kann, warum ich hier Schiffsdocks in Sumeru brauche. Aber hey, die Karte wird es mir zeigen. Am Ende des Tages soll es einfach so eine Art Nil darstellen. Möglich wäre es. Nachdem ich schon gesehen habe, dass ein Charakter relativ pharaonenartig unterwegs ist. Er sieht halt einfach aus wie ein fucking Anubis. So, folgen wir der Straße zum nächsten Teleporter oder was wollen wir als nächstes finden. Ich finde eben mal das neue Farbkonzept von dir sehr witzig, Frozen. Mit dem Lila jetzt mit drin. Das hat was. Okay. Frozen ist verstummt. Ja. Bin aber immer noch da, ne? Ja, ich habe gerade effektiv mit dir geredet, aber du hast nicht reagiert und ich dachte mir so, oh, ja, okay. Achso, du hast. Ich bin immer nicht ganz. Wow, ich sicher. brabbel so viel, dass Frozen einfach nur noch tunnelt bei mir. Okay, so verstanden. Ja, ich bin mir beim Stream immer nicht so ganz sicher, ob du dann mit mir oder mit den Zuschauern dann redest. Ich habe keine Zuschauer. Aber ja, ich weiß, was du Oh. meinst. Mit den imaginären Zuschauern, wo ich, weil ich halt immer laber wie ein Wasserfall beim Streaming, weil ich ja noch vom alten Let's Playen komme und dadurch ein bisschen in die Richtung trainiert bin. Das gebe ich ja zu. Siehst du? Nee, ich habe gerade effektiv gesagt, von wegen, also auch mit dem Namen Frozen. Ich finde dein neues Farbkonzept sehr witzig am Lager. Das Hat Violett, ja, das ist erstmal. Vorübergehend. Ja. Mancher So. nennt das Arbeitstitel, ich nenne es vorübergehend. Arbeitstitel. Arbeitstitel wäre, wenn du das Lager irgendwie so als Projektname Giga-Storage nennen würdest oder so, aber. Oder Storage X. Wie so ein Kram. So. Es ist. Also ich muss ja gestehen, ne? Es ist schon irritierend, dass du
Okay, ich nehme alles zurück, was ich gerade sagen wollte. Die Karte verarscht mich nur ein bisschen. Es wirkt im ersten Moment, dass du die ganze Karte eigentlich freigeschaltet hast. Visuell. Aber in Wirklichkeit hast du das gar nicht. So, was ist das hier für ein Dorf? Wieso redet Rana plötzlich mit mir? Okay. Oh. Oh lol, die Quest ist das! Uff, mit der bin ich ja auch noch unterwegs. Als Sidequest, als Weltenauftrag. Opa Amadia, ich bin zurück. Ja, hallo. Amadia, Junge. Amadia. Das ist genauso wie Arschdaha. Entschuldigung. Der war ein bisschen gemein, gebe ich zu. Kommt sie doch anscheinend. Wer sind denn die kleinen Tiger-Veteraner? Sag mal, Opa, bist du in Wirklichkeit blind? Oder fragst du aus Lost-Gründen? Er antwortet gerade kleine Tiger, so nenne ich Iotan und die anderen Energiebündel. Das ist eine neue Stimme, haben wir Gäste. Paimon hat gerade geredet. Wir stehen literally neben Rana. Beide. Ich gehe mal davon aus, dass Amadia einfach blind ist. Es ist immer wichtig, immer die Sicherheit der Kinder im Vordergrund zu sehen, ja? Mit runden, pflanzenähnlichen Dingern zu tun haben, die wir in der... Okay. Nee, das war kein Weißkohl, das hat gelebt. Weißkohl lebt nicht. Ja komm, lass mal durchlaufen, die ganze Geschichte. Och, ist ja das etwas jetzt peinlich, dass sie sich verlaufen hat im Wald als kleines Kind mit 8 Jahren? Erklärt auch, wieso sie Waldhüterin geworden ist. Ah! Okay, sie hat es gerade erzählt. Sein Sehvermögen ist nicht mehr das Beste. Alles klar. LOL! Genshin, was ist denn hier los? Ihr schraubt mal meine Laufgeschwindigkeit runter? Für eine Art Cutscene? Die man live spielen kann? Oh ja, ich bin... Ich bin... hochgradig erstaunt und positiv überrascht. So, was sollten sie mal öfters machen? Da können sich auch vor allem viele andere Spiele mal eine Schnitte von abschneiden. Na, jetzt können wir wieder rennen, okay. Von einer Konversation in die nächste. Das war nicht der Plan, aber egal.
Ich bin nebenbei jetzt mal lesevoll, weil... Das ist zu viel des Guten. Okay, warte mal. Ich guck mir Alfonso an und denke mir so... Also mit ganz viel Abstand könnte er Mondstädter sein. Aber der Stil schreit meiner Meinung nach eher nach Fontaine. Sag mal, Frozen, bist du der Zweite, der in meinem Stream hängt? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Habe ich hier einen heimlichen Zuschauer? Vielleicht ist es ja Luca. Am Ende des Tages ist es Max und der denkt sich irgendwann so: Please seek fluid intake immediately. Okay. Muss ich eben Wasser holen, lul. Ja, gucken wir mal, wo er herkommt. Er ist tatsächlich Fontaine. Er kommt aus Fontaine, okay. Er war ursprünglich ein Technik-Azubi in Fontaine, okay. Cool. Gefährliche Dinge möchtest du gerade nicht diskutieren, weil du denkst, Ausländer oder Reisende sollten nicht unbedingt was darüber wissen. Dir ist aber nicht bewusst, welche Art von Reisende du vor dir sitzen hast, also wird Rana wahrscheinlich jetzt antworten: Nein, ist schon gut, sie helfen uns. Zusammengefasst jetzt ausgedrückt. Natürlich nicht exakt im Wortlaut. Okay, Entschuldigung. Sie sagt, nee, alles gut, das sind die, die mich gerettet haben. Okay. Granted. Das habe ich vergessen. Wir bleiben so bescheiden wie immer und sagen, dass sie es theoretisch alleine geschafft hätte. Auch eine Ansichtsweise? Ein sehr ernstes Problem. Wir müssten nach Sumeru gehen und es dem Friedensrichter melden. Warte mal, Paimon. Nach Sumeru und es dem Friedensrichter melden. Glaubst du im Ernst, der wird bei der Sache helfen? Bei einem scheinbar so unwichtigen Dorf. Nö. Zähe und ominöse Fremde. Ah ja. Da fließen das Plastik und das Gummi, du. Ja, Läuft. eine Bahn fehlt aber nur. Ach, da hinten kommt das erste. Nebenbei war es okay, dass ich die eine Eisenroute gefixt habe. Oh, Es gab eine offene Eisenlinie. ich kann das. Ja, doch, gut. Die stand die ganze Zeit, das Kupfer nebenher lief. Also stand zwar auch, weil der Container voll war, aber das Eisen stand halt auch, lief aber an einer anderen Stelle weiter. Und ich dachte mir so,
Da liegt Eisen. Da läuft kein Eisen mehr. Ich glaube, da muss ein Mark IV Band hin. Habe ich dann da eingebaut. Das ist irgendwo neben der Verbrennungsanlage. Führt tatsächlich letztendlich zu dem Eisenlager, wo du gerade bist. So. Aha. Gut, der Wald ist wirklich groß. Plötzlich tauchen die Kinder wieder im Dorf auf und wenn man sie fragt, was passiert ist, erinnern sie sich nicht mehr. Beste Antwort darauf: Heimann macht das auch manchmal. Ah ja! Können sich an gar nichts erinnern, ja, aber sowas von. Klassiker. Ducken kannst du nicht so viel du willst, du musst schon sliden, um da durchzukommen. Aber das da oben zu timen ist schwierig. So. Ich möchte den Erwachsenen nur nichts erzählen. Kann ich mir vorstellen, dann kann ich mir auch denken, was passiert ist. Sie fanden lustige kleine Pflanzenwesen, sind mit ihnen gegangen, haben mit denen ein bisschen gelebt. Und bevor die Erwachsenen jetzt irgendwie wieder behaupten, dass sie wieder nur irgendwelche Fantasiegeschichten erzählen würden, sagen sie einfach gar nichts. Klassische Reaktion. Ich bin doch nur ein paar Jahre älter als sie. Naja. Also rein vom Character Model würde ich wetten, so locker 7, 8 Jahre mindestens. Das sind nicht nur ein paar Jahre. Ah. Wo sie recht hat. Oh, kaum erwähnt jemand den Begriff Fatui, wird Eva sofort hellhörig. Hast du da gerade Fatui gesagt? Hast du? Hast du? Hast du? So Dori-mäßig. Alfonso scheint eine Menge über die Fatui zu wissen. Lass mal kurz überlegen. Er kommt aus Fontaine. Und wenn wir jetzt mal so drüber nachdenken, was Child so in seinen Legendenaufträgen so durchzieht, mich wundert's nicht. Große Spielzeugfabrik. Mhm. Ach, ist das so? Guck mal, das sind die kleinen Kinder.
Okay. Irgendwie wieder die klassische Aufstellung, 2 Kerle und ein Mädel. Kennen wir irgendwie auch schon aus Liyue das Thema. Kleine Lulu, der kleine Ming und der kleine... Frozen, hilf mir auf die Sprünge. Wie heißen die drei kleinen Piratenkinder? Uff. Weißt du selber nicht, okay. Lulu, Mai und Feng? Lulu, Ming und Feng, glaube ich sogar, aber... Ja, oder so, auf jeden Ja, Fall. danke, Feng hat mir gefehlt, richtig. Aber wie wir beide Lulu hingekriegt haben. Aus dem Stegreif. Oh. Und Feng ja auch. Also Feng war bei mir gerade auf jeden Fall sicher. Ja, genau, und ich wusste halt Ming. Ja, passt doch. Aber in Sumeru wieder die gleiche Aufstellung. 2 Kerle, ein Mädel. Gibt es das auch in Mondstadt irgendwo? So ein kleines Trio? Nein. Soweit ich weiß nicht, nein. Okay, aber in Mondstadt hast du auch nicht so viel mit Kindern zu tun, komischerweise, ne? Mhm. Das einzige Kind, womit du wirklich zu tun hast, ist die Blumenhändlerin. Stimmt. Die in Wirklichkeit auch einfach nur eine kleinwüchsige Erwachsene sein könnte. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Also, nachdem wie Hentais aufgebaut sind, ist alles möglich. Dass ich wieder die Schiene ziehe hier. Schwierig. Ein Dämmersegler. Ein Silberbarsch. Ein super weißes Gespenst. Ach lol. Oh Gott. Rana redet von uns beiden. Ich hab Palmer gerade eine Vaniloge genannt. Sehr gut. Guter Vergleich. Vanilogen kann man auch essen. Emergency Food. Hey, die Route bin ich nie gegangen und die werde ich auch nie gehen. Emergency Food. Es hat mich vor allem getriggert, als plötzlich Eva hingegangen ist und sie als Emergency Food gezeichnet hat. Da wurde einem das Emergency Food einfach aufgezwungen von MiHoYo. So hießen sie damals noch. Jetzt heißen sie ja HoYo-Lab. Oder um genau zu sein, HoYoverse, aber naja, gut. Ein super weißes Gespenst. Ja, Paimon, jetzt bist du ein super weißes Gespenst. Jetzt habe ich ganz vergessen, was sie mich genannt hat. Bin ich ein goldener Tiger? Hm. Hä? Gespenst ist... Also entweder kann ich jetzt antworten mit Paimon sei nicht böse oder Gespenst ist etwas übertrieben. Die sind beide nicht gut. Ja, komm, sei nicht böse. Das sind nur Kinder. Ja, das sind wir. Paimons Aussage, ach, man kann Kindern nicht böse sein. Aber ihr könnt wirklich eine Menge Tiere. Ich denke mir so, man kann Kindern nicht böse sein. Ich gucke mir Paimon an und denke mir so... Sag dein Kind! Sorry. Ich kann Paimon in dieser Form nicht als erwachsenes Wesen akzeptieren. Das funktioniert einfach nicht. Ein riesiges Krokodil und ein König der Packtiere. Okay. Ein riesiger Jack also? Also der König der Jacks?
Und ein riesiges Krokodil. Zweiteres habe ich noch nicht gefunden. Einen Riechbrullant-Tiger. Ah ja. Niemand schnappen kann. Ja, das ist doch genauso wie der Boogeyman. Einfach nur irgendein Fabelwesen, um euch zu verschrecken, damit ihr nicht in den Wald rennt, Kinder. Kommt schon. Ihr seht klug genug aus, um das zu durchschauen. Ja, alleine schon die Aussage. Wenn ihr nicht brav wärt, dann schnappt er euch. That's the key line. The key line for this small little lie. Yes, yes. Und schon haben die Kinder Angst. Sie kommen voll weit her. Lasst uns heute ihre Geschichten hören. Ich? Oder einfach nur na gut. Also ich finde dieses verpeilte ich viel witziger. Also auf dem Weg nach Sumerus ist echt viel passiert. Oh, Paimon jetzt die große Erzählerin. Oh, weia. Also ich kann mir schon vorstellen, dass aus Chaos ein echt cooler Typ wird. Der hat jetzt schon Style. Könnte später so ein Child werden. Oder Tataglia. Wer als letztes da ist, ist ein Gespenst. Bei Ranas Haus. Sorry, Palmer, du hast verloren, du bist wirklich ein weißes Gespenst. Natürlich sind Rana und Alfonso auch noch richtig... Thema drin. So, ich will aber tatsächlich... Ich mache tatsächlich mal eine Markierung hin für eine Quest. Aber ich möchte gerne weiter nach Süden laufen. Denn ich möchte die Karte freischalten, bitte, dankeschön. Gott, mit diesen Teleportern komme ich ja nicht klar, ey. Da hinten dran. Nee, verzieh dich, komischer Pilz. Lass mich in Ruhe. Lass mich bloß in Frieden. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Okay, so treffe ich nicht. Ist egal. Weiter nach Süden. Oh, ich bin fast daneben. Das heißt, ich muss da oben links hoch. Okay. Das werden wir ja wohl hinkriegen. Schwimmende Kisten untersuchen. So muss das. Plump. Warum kann ich mich auf das Haus teleportieren? What's the secret behind this? Explain yourself. Der ist none. Okay. Dann klettern wir doch mal die Wand. Dann klettern wir doch mal die Wand hoch. Eva, du sollst nicht laufen, du sollst klettern. Ach, warte mal, habe ich das richtig verstanden? Diese komischen Blumen haben deine Ausdauer aufgefüllt, war da nicht was? Hier in den Wänden. Rosen? Ja. Hast du meine Frage mitbekommen, oder? Nee, gerade nicht, leider. Okay. Die Blumen an den Wänden. Ja. Diese gelben. Ja. War das nicht sogar so, dass das die sind, die dann mit der Ausdauer aufladen? Die deine Ausdauer komplett auffüllen, ja. Ah, okay, deswegen habe ich so wenig Ausdauer verbraten bis da oben.
That explains a lot. So, komm. Nächste Statue. Erstmal wieder Cutscene. Nicht. Okay. Offen steht dir diese Welt, wenn Edelmut dein Herz erhält. Hey! Wir haben den Süden freigeschaltet. Nice. Das ist direkt die nächste Stadt. Omros. Ormos. Wo wir eigentlich hin sollen. Nun. Aber ich denke, wir gehen hier erstmal dran wie bei Genshin. Genshin, Spiel Genshin. Vollidiot. Wie bei Inazuma, das wollte ich eigentlich sagen. Wir schnappen uns erstmal alle Teleporter und danach machen wir weiter mit den Quests. Weil ich jetzt schon so ein bisschen angefixt bin, um zu gucken, wo dieser Dendroculus ist, der einfach mitten in so einem komischen Holzstamm sitzt. Na dann. Let's go! So. Wie groß möchten Sie Ihren Ruinenwächter haben? Ja. Holy shit, ist das Vieh riesig. I wanna climb it, I wanna look at it. Alter Vater. Oder das, was ich finde, ist ein Musikstück. Ja, moin. Alter Vater. Was muss das für ein abartiger Kern in diesem Ding sein? Heilige Scheiße. Das ist krank. Liegt aber schon mal länger hier. So überwuchert wie der ist. Also die Natur hat sich diesen Ruinenwächter eigen gemacht. Das kann man so behaupten. Oder was auch immer es sein soll. Ruinengigant vielleicht. Ruinenkoloss gibt es ja schon. Ruinenkoloss ist ja hier gegen den... Ja, let's face it. Fucking Spielzeug, Alter. Weißt du, der greift sich den Ruinenkoloss und zerdrückt ihn in seiner Hand. Aber alleine schon der Faktor, dass wir so ein Ding hier haben, lässt mich persönlich vermuten, dass wir irgendwann in der Story von Sumeru uns mit so einem Mistvieh befassen dürfen. Und das auf die unangenehme Art und Weise. Ja gut, komplett füllen tut er die Ausdauer jetzt nicht, aber der macht schon ein gutes Stück macht er vorher. Warum sind eigentlich alle Teleporter so weit hoch gelegen? Ey, Sumeru ist schlimmer wie der Drachengard. Wenn es danach geht.
Und der Drachengrad war schon eine Katastrophe. So. Einer bitte Teleporter, danke. Wir haben noch die scheiß Ellenringsteuerung wieder im Kopf, warum auch immer. Da habe ich die Woche doch gar kein Elden Ring gespielt, verdammte Axt. So. Von der Statue der 7 geht es dann nochmal zum nächsten Teleporter. Welcher in diese Richtung liegt. Irgendwo da unten wahrscheinlich. Wenn ich wetten müsste zumindest. Ich bezweifle, dass er da oben ist. Hübsches Häuschen. Ist doch safe in diesem Tempeleingang. Sag ich doch. Ja, nicht innen drin davor, aber. Was führt das hier hin? Oh Gott. Okay. Liegen Zahnräder rum. Verstehe. Okay. Wandern wir schon nach Omros und holen uns die 3 Teleporte. Wenn wir das Gebiet fertig machen wollen, müssen wir das. Den nördlichen Bereich habe ich ja schon fast fertig. Fehlt mir noch einen Sumeru. Sumeru selber. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den kriegen kann. Holen wir uns jetzt erstmal die Teleporter Richtung Amoros. Omiros. Egal. Ey, ich komme nicht mal ansatzweise weit genug. Glaube ich. Nope. Warum nicht auf der Karte sehe? Eingezeichnet? Also bei der Größe würde ich schon erwarten, dass man sowas einzeichnet. Ja, Wutsch, ich werde genau auf dem Baum landen müssen. Oder neben dem Baum, besser gesagt. So. Natürlich weiter oben. Ich muss ja schon so ein bisschen gestehen. So ein bisschen 1001 Nacht Feelings gibt das hier schon. Oh nein. Great. There's so many new and interesting things. Not
to mention all the tasty food. Natürlich Paimon. Sumerus' largest commercial port sure lives up to its name. Look at all the merchants, and everyone seems excited just to be here. How did things end up like this? Hoch. All thanks to your artistic license. That's how. I should have made you wait until we got an update from Tanja. But when I finished the prototype Aranara yesterday, you agreed that the kids would like it. That's why we tried bringing it out for a test run today. Well, I never thought they'd dislike it so much. Oh, what should we do? Whoa. Yeah. Compared to everyone else, they seem really down in the dumps. Let's go find out what's going on. Bin ich auch mal gespannt, was hier los ist. Hey there. Paimon's name is Paimon, and he's a traveler who is just passing by. Is there something bothering you? Paimons name ist Paimon. Einfach nur nein. Oh, I noticed you two a moment ago. Welcome to Akara Crafts, the best toy store in Port Ormos. At least for now. Da schon wieder ein Kindertrupp. Bestehend. Wie komisch wäre es doch, wenn es anders wäre. 2 Jungs und eine Mädel. What's bothering us is this prototype Aranara. To start with, could I get your opinion on it? Prototype Aranara? You mean this wood carving here? It looks like a mushroom monster to Paimon. Oh, there we have it. The verdict is in. What a headache. Also ich hätte es jetzt nicht als Waffe bezeichnet, sind wir mal ehrlich. Not the first negative feedback we've had. So, what exactly is a prototype Aranara? So for context, Aranara are magical creatures in Sumeru fairy tales that live in the forest. For the store's 20th anniversary, we plan to release a series of hand-carved toys based on the Aranara stories that kids know and love. This is a prototype we made to get an idea of how they would react. But when we put it out there, the reaction was not quite what we'd anticipated. Belastend. They thought it looked like a mushroom too, huh? No, worse than that, actually. I can't quite describe it, though. And I'm also not very good with kids. Maybe you could ask them for yourselves. Fragen wir nochmal das Trio, was die davon halten. This is not an Aranara. No way. I've read Uncle Tanja's Aranara and the Ill Little Fungus. It says that Aranara are supposed to be chubby and squishy. The carving looks nothing like that. Gummelig und gummiartig. Toys do look better when they're round and chubby. Uncle Tonder said in Aranara's vow that you can deceive the eyes, but you can't deceive the heart. This carving makes me feel lost and confused inside. I don't think the creator put his heart into it at all. It's nothing like an Aranara. Ooh, didn't put his heart into it, huh? Oh, sounds like one of those things that's easier said than understood. Kassid and Alia didn't like this carving, but I think it's okay. It doesn't look too happy, so it's kind of pitiful in a cute way. Recht hat er ja schon, ne? Oh, a positive view!
Yeah, so I would totally ask my dad to get it for me, if it wasn't meant to be an Aranara. Oh, well, that took a sudden turn for the worse. We asked the children for their opinions. Oh, how did it go? Has it maybe, grown on them at all? Oh, this is such a shame. Why isn't Tondra back from Gandharvaville yet? Oh, the kids kept mentioning an Uncle Tanger, too. Who is he exactly? Uncle Tanger is a famous children's author here in Port Ormos. Ach so. He wrote quite a few stories in the past, but none of them were popular among children. Just like our prototype Aranara. But around a year or so ago, he suddenly had a eureka moment or something, and suddenly the children loved every one of his stories. That's right. My little Ghaffari loves his stories too. The whole reason we decided to make these carvings was because we saw just how popular the Aranara are among children. Boah, das ist ein schwieriger Ansatz, Leute. We asked Tanja for guidance, but right after he agreed, he went off to Gandharvaville with his son to look for inspiration. They haven't returned yet. We were running out of time, so we had no choice but to carve an Aranara based on our own imaginations. As you can see, this was the result. Oh, we have to do something. Hey, since you're the famous traveler, could you do us a favor and look for Tanger in Gandharvaville, He doesn't have to come in person if he's too busy. Just ask him to write down his suggestions and bring his notes back to us, if you could. Please, if only to put a smile on the children's faces. And, of course, you'll be well compensated for doing us the favor. Ah ja. They seem pretty desperate. Let's help them out. To see the kids smile. And also for our reward. Yay! Rewards! Natürlich, hier ging es Paimon nur ums Entgelt. Tanja takes his son with him every... Maybe that's why he was able to come up. Anyway, we're counting on you. Ich sehe diese Kiste über seinen Kopf und denke mir so, da könnte noch was draus werden, in Form von Händler für die Kanne. So, ich will immer noch den Teleporter haben, welcher sich noch weiter oben... Okay. Die Herrschaften. Mal kurz ihre Waren hier beschlagnahmen. Oder irgendwie sowas. Ein Söldner-Zweihänder. Oder wie ich es nennen würde, Busterblade. So, hier geht's tiefer rein. Das heißt, hier gehen wir auch durch. Den nächsten Teleporter zu finden. Welcher, wenn ich das richtig gesehen habe, mitten um Platz ist. Ja. Gut. Huch, hier sind ja auch Tänzer. He will pay the price one day. Rama. Als Händlerin, alles klar. Gucken wir mal, kommen wir von hier aus dem Berg irgendwie hoch? No chance whatsoever, because this isn't a mountain. This is a forking tree. Machen wir das am klügsten. Zurück den Teleporter, den anderen.
10 davon hier. Oh Gott. Hallo Ruinenkoloss. Ich habe vorhin noch von euch geredet. Vergleich zu einem großen Bruder hinter uns. Oder meinetwegen auch ein Daddy. Sind wir mal ehrlich. Das ist Papa-Ruinenmonster. Wenn ich das aktuell ausrüsten kann. Kann ich tatsächlich. Perfekt. Ah, schade, gibt es keine Samen für. Verstehe. Einmal aufs Plateau, den vorletzten Teleporter für diese Ecke holen. Dann Richtung Süden den letzten zu holen. Okay. Ne, den suche ich tatsächlich nicht. Lass mich mit der Verwelkung in Ruhe. Oh, ich dachte, ich könnte rutschen. Hey! Wo ist die Sphäre? Okay, unsere zweite. Schade. Gang entlang. Berg hoch. Ich gehe in dieses Dorf nur sehr, aber ich finde es ein Fontan. Nee. Schatzräuber. Bitte mit Schatzräuber. Das war ein bisschen doof jetzt. Was bist du? Oh, eine Kiste. Interessant. A reward on the road. Eine was Multi. Granted. Das ist lächerlich. So, dann einmal hier hoch. Die Schatzrabe ignorieren wir dabei mal. Ganz geschmeidig.
bei so einem Teleporter vorbei, weil ich es kann. So, nächstes Ziel. Startholde 7. Südwestlich. Ich sehe sie, denke ich, bis hier. Da sind Viechers. Ich mag aber keine Viechers. Einmal hier hoch. Das war knapp. Das ist doof. Tschüss. Immer in die Richtung stimmt. Wieder eine Verwelkung. Mache ich mich auch drum, sobald es soweit ist. Pilze, egal. Statue ist wichtig. Das andere ist wurscht. Guck mal, da haben die Pilze sogar schon aufgegeben. So ein Ding ist das nämlich. Auch wenn das jetzt der nördliche Tele... Was? Was da los? Was ist das denn? Was will der von mir? Ach so. So, welche Richtung müssen wir denn? Die Richtung für, ne? Das ist zu weit.
Nee, war mal nicht lang. Und schon wieder Pilze ignorieren, wichtig. Opfer mal einen Ausblick hier. Ist ja schlimm. Aus der aufladen lassen. Hier sind Schatzräuber. Weit verbreitet. Nix gut. So, hoher Punkt lokalisiert. Oh. War ja einfach. So, dann schön einmal außen rum. Gut. Damit haben wir letztendlich die ganze Karte freigeschaltet, außer diese zwei Gebiete hier, die mich echt stutzig machen. Aber egal. So. Karte, wie gesagt, frei. Oder können wir vielleicht was anderes? Jetzt habe ich jetzt mal Lust, mein Eichhorn zu ziehen. Beziehungsweise... Was machen wir jetzt? Das ist die Frage. Nehmen wir doch die Holzfigur. Schalalalala.
supposed to be here in Gandharvaville looking for inspiration. But how do we find him? Should we yell his name at the top of our lungs? Nee. Hey, buddy. What's your name? What are you doing here all alone? Do you live in Gandharvaville? Na, Eichhorntin. Regardless, don't worry. As a trainee forest ranger, I'll do everything I can to help you. Hi, Miss Forest Ranger. I'm Rozzy. Don't mind me. I know the way back to Gandharvaville. When people say, don't mind me, what they really mean is don't worry about me. That's all the more reason not to leave you alone. Hey, don't cry. What's wrong? Take your time. You can tell me all about it. Huh. That voice sounds familiar. Paimon's heard it somewhere before. Oh, it's Kale! And a child who seems to be upset. Oh, let's go say hi. Hi, Kale. How have you been? Oh. Paimon and Traveler. I've been doing pretty well. Thanks for asking. I'm helping Master Tainari patrol the forest. What brings you here? We're here on an errand. We heard your voice, so we thought we'd come ask you for help. You seem kinda busy, though. I'll be fine. You go help them first, Miss Forest Ranger. I'm okay, really. The sand got into my eyes, that's all. What a well-mannered child. Sand? There is not a lot of sand in a forest. You keep saying you're okay because you don't want us to know what you're upset about, right? Maybe. That's exactly why you have to get it off your chest. Here's a trick. If you're keeping a secret that bothers you, you can try telling it all to a tree hollow. A tree hollow? Oh, hey Yeah, Luca. a tree hollow. Das freut sich, dass Do ich das you know bemerke. Tanja's stories? The Aranara living in the forest will patiently listen to every word children say. Maybe there really are Aranara living in the tree hollows that will listen to you. You like the R&R stories too? Of course! I love them! Oh, people who like R&R are the best. Okay, I'll try telling my secrets to a tree hollow. Thanks, Miss Forest Ranger. You know everything. Ja, wie geht's mir? Muss, Aw, selber? You're just exaggerating. Anyway, I'm trying to be like my friend, who always does her best to cheer people up when they seem sad. So, how are you doing? Feeling any better now? The forest is very dangerous, so how about we stick together? Ei, 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 ei. Sure. Arme Sau. Wow, Kale's so good with kids. Well, helping children who are lost in the rainforest is all part of a forest ranger's duty. So, what was it you wanted help with? You're not lost too, are you? Okay, so you're looking for a children's author from Port Ormos called Tanja. And he's here in Gandharvaville, looking for inspiration. Wait, when you say Tanja, do you mean the Tanja? Genshin? That's right, Uncle Tanger.
Das hört man gerne, Luca. Bis Sonntag und viel Spaß mit deinem Besuch. So he's in the area? Looking for inspiration for a new story as we speak? This is amazing. Could you wait for me for a second? I'll run Rossi back to Gandharville and then I'll be right back. I've always been curious what the man behind those incredible stories is like in person. Tanja's just a normal guy. Even so, he must be more creative than most people. Wait, hold on. Rossi, do you mean you've met Tanja before? Rossi ist sein Sohn. He's my dad. Ha! Your dad? Tanja's your dad? As in you're Tanja's son? Uh-huh. Ah, Paimonsees. That guy at Akara Crafts told us that Tanja brought his son along with him. So he meant Rossi. Why are you here on your own, though? Did you and Tanja get separated? We had an argument. I was upset, so I ran off here by myself. Oh, in that case, we should take you back to Gandharville first. Then we'll look for your dad and tell him where you are. No, I'm good. Thanks for your advice, Kale. I'm not so upset anymore. Come with me. I'll take you to him. Yay! Thanks, Rossi. Paimon thought we'd be spending the whole day looking for him. Oh my gosh! I can't believe I'm actually gonna meet the Tanja! Oh. Oh, das gefällt der Rasi so gar nicht. Hey, Kolai, hallo. So Tanja headed this way. I know this place pretty well. Oh. Eine Stadt in den Bäumen. Properly study the rainforest survival guide. The rainforest climate is... Oh, wait a minute. Was, wenn hier erwartet wird, dass man... Ja, witzig, wenn das gehen würde. Ne? Kannst du mal eben töten, ist nicht drin. Hoppala. Wir müssen sogar noch höher, ja gut. Gehen wir doch mal wieder hoch. Rossi! Where are you, Rossi?
Oh, Rosie! Thank goodness I finally found you. What would I do without you, my son? Were you in danger? Did the wild beasts scare you? Did the stars guide your way? I'm okay. All thanks to their help. Thank you. Thank you all. I dare say that even the most cold-hearted Spino crocodile would be moved to tears by your kindness. Gott, hast du ein geschwollenes Mundwerk. Oh, it's nothing. It's all part of my responsibility as a trainee forest ranger. I'm the one who should thank you for creating so many wonderful stories for the children of Sumeru. I love them too. Really? I didn't know anyone read my stories apart from young children. That must mean you're still in touch with your inner child. Schwierig. Okay, then. I have the inspiration for my next story. It shall be about an Aranara granny who's a child at heart. Huh? It's an honor to become the source of your inspiration. Whoa. Kale looks like she's about to pass out. Hey, Kale. Are you okay? I'm okay. Sorry. I just got a little too excited. Are you two story lovers as well? Yes. The moment I saw you, the image of an Aura giant and an Aura finch traveling together popped into my mind. Der Ara-Riese und der Ara-Fink. Ah, excellent! Improvisation! Yes, mount your trusty steed of imagination and canter through the lush meadows of lyrical expression. You have the potential to become a celebrated storyteller too, you know. Wir haben schon Übung. Tanja has a slightly exaggerated view of what it means to be a children's author. Also, Paimon's not a finch. That's nothing to get excited about. Akara Crafts. Akara Crafts. Oh, right. I remember now. That small boat once sailed into the sea of my memory, but before long it floated away over the horizon, never to be seen again. Perhaps for the best. After all, a wild tempest was a-raging in Tanger Harbor. What? Paimon has no idea what he's saying. What should we do? Do you think we should get Tainari to take a look at him? Dad's saying he forgot about helping the people at Akara Crafts learn more about Aranara because right now he has something more important to do. Oh, that's what he meant! Well, there it is! All the proof you needed that this kid is definitely Tanger's son. Wait, no, this isn't the time for all that. Tanger, your help is pretty vital to the toy makers. You gotta do something! But the garden that blooms before my eyes is of greater importance, for therein lies the beautiful Patisara that all the children of Sumeru dream of. I, Tanger, have found evidence of Aranara activity right here in the Avidia forest, conclusively proving that Aranara not only exist in stories, but in real life too. If I manage to document the first real-life Aranara sighting, the petty problems that perplex Akara Crafts will be untangled in no time. Meanwhile, I may well be able to leverage this to assume leadership of the academia. Then all across Sumeru will know of the great Tanger living in humble Port Ormos. Oh Gott. I haven't written any papers myself, but I think you need to have a bunch of them approved by the review board before entering the academia. You also need a detailed and objective experiment record. Anyway, Tanja, what did you mean by evidence of Aranara activity? The hook's what's important in a story. The great storyteller Tanger never gives his audience the bait right away. Come with me. Wait, not that way. Kale, what's wrong?
nothing, but that way leads us deeper into the Avidia forest. I'm just concerned for Tanja's safety. And I think I'm starting to understand why Razi and Tanja were fighting. Just as I expected, the promise of one of my stories has kept you hot on my heels. But this is just an ordinary tree hollow. Heimat's not seeing any evidence of Aranara. You can deceive the eyes, but you can't deceive the heart. Look with your heart and you too will understand. Heimat's not sure what look with your heart means. But anyway, let's start by investigating the area around this tree hollow. Hey, look! The handwriting's so hard to read. It's too hard. I can't remember the names of all these mushrooms. Do Aranara need to learn about mushroom classification? Ich bezweifle es bei Mann. Here's another note that says, "This tree hollow is my castle." That sounds more like something an R&R from the stories would say. There's another one here. If only I were a clever Aranara. A clever Aranara. Is the emphasis on clever or Aranara? Oh Gott. How does it feel to bear witness to a groundbreaking discovery? Exciting, isn't it? The crude handwriting may look like a child's, but don't forget, we're in the middle of a rainforest. I doubt that a child would be able to reach this deep into the forest, and I doubt even more that they would think of this lowly tree hollow as some sort of impenetrable castle. I boldly hypothesize that this tree hollow is in fact the Aranara's academia. The notes we saw were written by the Aranara themselves. There is no doubt in my mind about that. An Aranara that wasn't so bright left a note here wishing to become a clever Aranara. Oh, I shall craft a new story for them and call it The Aranara in the Tree Hollow. How's that? Don't the very words just conjure up images of Aranara in your mind's eye? Nope. Well, many an adventurer knows how to take to the skies with their easily visible wind gliders, yet they do not possess the invisible wings of imagination, making it hard for them to keep up with my train of thought. How about you, Miss Forest Ranger? Do you soar into the atmosphere on the wings of imagination? Meh. Me? I don't know. Maybe I do, but maybe not. Anyway, it has nothing to do with me, so... What? Yeah, I'm fine. It's just that witnessing Tanja's creative process is a little... Overwhelming. Enttäuschend. Yes. Yes. Overwhelming. For now, I've decided to stay here with Razi until we witness the legendary moment when the Aranara appear in this hollow. Don't worry, I won't let the Akara Crafts toymakers down. When a real Aranara appears, their little troubles will be resolved in an instant. He seems pretty stubborn. Looks like we'll have to stay here and wait a little longer. No, I think we should return to our camp first.
Tanja. In Aranara and the Three Little Fungus, it says that Aranara are very sensitive creatures. I don't think they'll show up if we stay here. Oh? Was that in the story? Ah, yes, I remember now. Miss Forest Ranger, you sure know your stuff. In that case, let's go back to camp and call it a day. We'll continue our search for evidence first thing in the morning. Achso, in der Nacht. Right. Was ist schon los? Wird ja mal später, du. Traveler! Traveler! Wake up! It's not the Aranara. It's Kale. She's gone. Oh. Oh, Paimon's been worried about Kale since last night. Even though she kept telling us she was okay after we saw the evidence of Aranara activity, she's been acting kind of strange. Haut ziemlich genau im Punkt. Anyway, let's go find her. Hey, look! Aren't these Kale's footprints? But why are they headed towards the tree hollow? So Kale came back here alone. Is she waiting for the Aranara to show up? And I thought this was a place nobody knew about. I never thought Tanja would find it, or that I would run into the Traveler and Paimon. If I'd known, I would have just told the tree hollow instead of writing it down. There must be another way to practice my handwriting. Now I've created a whole new problem for myself. What do I do now? Dress up as an Aranara? Oh, no, that won't work. I should be writing something that an Aranara would never say, so that Tanja won't mistake me for one of them. But what should I write? What should I write? Oh, I've got it! There's no way Tanja could see this as the work of an Aranara. So the evidence of Aranara activity we saw during the day
was actually evidence of Kale's activity. But why didn't she just tell Tanger? Oh, right. Kale told Razi that he could tell any secret to a tree hollow. Must be because that's what she does. And now she even writes it down. Yeah, you're right. We'll keep her secret for her. Oh, looks like she's almost done writing. Let's head back. Aha! There's a new note just as I expected. Yes, yes! It's the same handwriting, which means it must have been written by the same Aranara. Let's see what it says. Ooh, what could it be? I want to visit Mondstadt during the Ludi Harpastum again? No, that's impossible. This must be some kind of mistake. How could an Aranara go to Mondstadt for the Ludi Harpastum? Even I would never write that into a fairy tale. So, in other words, the notes can't have been left by an Aranara. Yeah. If you ask me, they were probably left by a passing merchant from Mondstadt or something. Definitely not an Aranara. No, no, I refuse to believe it. I can't. What do you mean you can't? It's not like it'll take you a huge amount of effort. You've written so many stories beloved by the children. I'm sure you can help create carvings that are just as successful. No! I can't do it. I thought that if I could find an Aranara, I'd be able to help Akara Crafts. But it was someone from Mondstadt all along. But you've managed to write all those stories without ever having seen a real Aranara, right? What makes this so different? Gute Frage. Razi, you tell them. Really? Can I? Yes, it's fine. Tell them. I know this is the moment you've been waiting for. Okay. Kale, Traveler, Paimon, do you remember when I said that there was a secret I didn't want to tell anyone? I didn't want to tell anyone the secret, but it made me feel very sad and also turned Dad into a completely different person. So, I think I should tell you. Dad isn't the one who came up with all those Aranara stories. What? Hold on. So if Uncle Tanja wasn't the author, then who was it? Wait, you don't mean...
It was me. Dad's been telling stories in Port Ormos for as long as I can remember. I always got to listen to all his new stories. Every night, Dad would give me a Zaytun peach for dinner, and I'd eat it while he told his stories. The Zaytun peaches were delicious, but Dad's stories were really bad. He always uses sentences that are really hard to understand and strange, metaphors, I think they're called. But Dad kept on going, telling his stories again and again. Oh, one time, he even borrowed a camera from Lord Sangemabe's shop and got me to take pictures of him in action. Dad showed me the picture and said that it shall become the precious record of Sumeru's best storyteller early in his career. Even though I only had Zaytun peaches to eat and not so great stories to listen to, I was happy. Then one day, I tried telling Dad a story I came up with. Dad seemed really excited from the very beginning. He looked really happy. He lifted me up high into the air and told me to continue. He lifted me up so high that I was looking down at him. As I continued with my story, I saw his expression gradually change. And when I got to my favorite part, Dad started crying. I guess he must have been moved by my story. When Dad put me back down, I looked up at him again, but now he had a scary look in his eyes. You remember it so vividly. It's not only Rosie. I, too, remember every detail of what happened that day. After that, I gradually grew in fame and started making money. I became Sumeru's best storyteller, just as I always dreamed. Finally, we could afford more than just Zaytun peaches for dinner. I thought it would make Rosie happy. I was really happy at first, but then everyone started calling me Tanja's son instead of Rosie. I kinda guessed why, but I also didn't want to believe it. Dad got busier with things that had nothing to do with storytelling, like that request from Akara Crafts. So I made up my mind that this time, I just want to be good old Rosie so that Dad will become good old Dad again. Instead of Dad the way he is now, starting every story with, "Dedicated to my dearest Rosie." I prefer my dad how he used to be, stumbling over words and not knowing how to end the story. That's why I decided to keep how I imagine Aranara to look like a secret. Wait, Paimon gets it now. To sum up, all of Uncle Tanja's fairy tales were actually stories written by Rosie. Meh. Because Rosie didn't want Tanja to keep living a lie, he refused to help him with the Akara Crafts commission. Ja. Yes. That's why I tried looking for possible evidence of Aranara. But it turned out that I was just being a clown, as always. And not even a funny one. I'm a terrible father. No. I'm sorry, Rassi. I'm so sorry. And I owe you all an apology, too, for wasting your time. Rosie's the only one who can help Akara Crafts. If you can manage to persuade him, that is. Right now, I think I just want to find a tree hollow and be quiet for a while. Are we gonna let this happen? You want me to help Akara Crafts with their carving? Well, I did mention what the Aranara look like in my stories, but to make a carving, we might need more details. Kale, Traveler, and Paimon, I might need your help on this one. I've never really left Port Ormos before. This is my first time in Gandharvaville. Well, it's my first time being so far from home. Sumeru is so much bigger than I thought.
Seeing new places has given me loads of new ideas for my R&R stories. So I want to visit more places in Sumeru. That way, I can help Akara Crafts create an R&R carving that everyone will love. And I also want to take pictures of Dad everywhere that we travel to. You still want me to come with you? Even after all I've done? Yeah, of course. Come on, you're the best dad ever. This is the happiest Razi has sounded since we met him. I want to thank you, Kale. Huh? Me? I didn't do anything to help. You told me about telling my secrets to a tree hollow. Even though I didn't have the time to find a tree hollow, telling everyone my secret made me feel so much better. Yeah. It's hard to keep too many secrets. And there's no need to hide our mistakes from others all the time. I made a lot of mistakes back in Mondstadt. But when I look back on them, it all feels more like a new beginning. I'm sure this experience will be the same for Tanja. Yes. I'll do my best to become a good father again. Wait. Did you just say you've been to Mondstadt? I just passed by once. Never mind that. Come on now. Akara Crafts is waiting for us. Let's go, Razi. Grab that camera and see what hidden inspiration you can discover along the way. Okay, let's go. Come on, Dad. Razi, slow down and watch your step. Die Story ist schon süß. Bei der Kunde von Sumeru sind viele neue faszinierende Arten zu finden, die man mit dem exquisiten Fotoapparat aufnehmen kann. Der Fotoapparat zeigt Informationen über wichtige Arten an. Wenn man sie im Visier hat... Achso. Über wichtige Arten an, wenn man sie im Visier hat. So. Pass die Brennweite und den Fokus des Fotoapparats an, um ein Bild des Ziels besser einfangen zu können. Der Fotoapparat funktioniert nur in Sumeru. Okay. The 20th anniversary of Akara Crafts is coming up. Paimon wonders what the children thought of the R&R carvings we helped create. Let's go check it out. Wir haben noch gar nichts geholfen. Paimon, chill mal. Mädel. So, dann begrüßen wir erstmal ein neues Mitglied in unserer Reihe. Die werte Colley. Ja, du kriegst den schwarzen Bogen. Does this mean I'm making progress? So, darauf erstmal ein einzelnes Gebiet. Schmutz. Oha. That's a lot of stuff.
Okay. Trilakshana. Oha. Hm. Ja. 2 Bosse, die ich... Arten besiegen muss. Okay, dann gibt es Laufmissionen. Okay. Zu guter Letzt Kampfherausforderung. So, die Frage ist, wie geht's damit jetzt weiter? Na gut, dann muss ich mich mal ein bisschen befassen. Nun. Allerdings wird es langsam spät. Ich bin ziemlich müde. Oder ist es Donnerstag? Einer der Tage, wo ich eh nicht so lange unterwegs bin. Und mit dieser herben Enttäuschung, dass wir vor allem wieder so ein Fotoapparat-Event haben, ich fühle es gar nicht, zurück ins Zelt. Peace.